Ich meine, am Anfang haben ja auch Leute gesagt, ja, lass den mal 4-5 Jahre Mucke machen und dann ist der pleite, dann macht er keine Mucke mehr. Und Ebola, 10 Jahre später haben wir es doch geschafft. Nun finden ja nicht alle Songwriting im Rap gut. Leute sind trainiert worden, auf die falschen Zahlen zu gucken. Rapper Takt 32 ist ein Berliner Urgestein und feste Größe im Deutschrap. Als Songwriter arbeitete er mit Bad Moms J, Apache, Flair, Katja Krasavice und Elif. Der Ex-Profi-Wasserballspieler und Sprayer aus Berlin-Hohenschönhausen hat irgendwo auf diesem Weg die Fähigkeit entwickelt, zeitlose Geschichten zu erzählen, wie es sonst nur wenige können. Heute geht's um die bewusste Entscheidung zur kreativen Unabhängigkeit, sein neues Album und Songwriting-Skills. Warum die Musikbranche derzeit einen Hyperfokus auf Zahlen und Hypes hat und was das mit MusikerInnen macht. Hat er die Hitformel gefunden? Und wenn früher Respekt die wichtigste Währung war, was zählt heute? Viel Spaß beim Zuhören. Ich kenne dich und deine Musik noch von ganz früher, vor allem krass. als die gesamte Stadt mit deinen Stickern zugekleistert war. Dann kennst du wirklich noch die ganz alten Zeiten, ja. Und wir alle um 2012 rum mittwochs immer bei Rap am Mittwoch rumgehangen haben. Sehr gut. Herzlich willkommen, Takt 32. Merci beaucoup. Danke, dass ich hier sein darf. Denkst du gerne an diese ganze Rap am Mittwoch-Zeit zurück? Und gibt es da noch was dich bis heute begleitet? Also ich mochte die Zeit sehr. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so Hassliebe. Auf der einen Seite war es natürlich auch immer unfassbare Anspannung, weil man musste immer vorbereitet sein auf alle Eventualitäten, die dort auf der Bühne passieren. Und es war damals auch noch ein bisschen eine andere Stimmung. Nicht ganz so friedlich wie heute. Aber zeitgleich mochte ich das so aus so einer Hip-Hop-Kulturperspektive mochte ich sehr. Weil das war schon so die reine Essenz von Hip-Hop, was ich mir unter Hip-Hop vorstelle zumindest. Gestern, als ich das Gespräch vorbereitet habe, bin ich wirklich ganz tief in so ein Rabbit Hole und war so wieder voll back. Und ich war so, es war schon geil, irgendwie in den 20ern da rumzuhängen die ganze Zeit. Ja. Und dachte ich so, vielleicht gibt es bei dir ja auch so ein Gefühl von Zugehörigkeit vielleicht auch. Safe. Gibt's was man auch noch mitzieht bis heute, auch wenn man das jetzt natürlich schon ein bisschen her ist. Ne? Klar, ich schreibe mir das schon noch auf die Fahne. Für mich ist das auch so ein bisschen so, da habe ich mir meine Sporen verdient. So, ne? Also das ist so, ich kann zumindest von mir behaupten, so, ey, guck mal, ich habe mit diesen Battle-Rap-Sachen auf der Bühne live angefangen, bevor ich überhaupt erstmal einen Song aufgenommen habe. Also dieses Live-MCing und Live-Rappen, so, da bin ich durch die harte Schule gegangen. Naja, aber genug Nostalgie. Wir wollen jetzt ja nicht abdriften. Wir kommen in die Jetztzeit. Und deine 2 Karrieren haben sich ja wirklich parallel entwickelt, nämlich die des Songwriters und die des Rappers. Wie unterscheidet sich denn der Modi, wenn du für dich schreibst oder wenn du für jemand anders schreibst? Inwiefern ist das im Kopf anders? Also wenn ich für jemand anders schreibe, muss ich so den empathischen Takt rausholen. Das heißt, ich muss mich in alles reinversetzen, was derjenige mir gegenüber oder diejenige mir gegenüber, in den meisten Fällen sogar, von Musik hält, vom Leben hält etc. Das heißt, da muss ich sehr empathisch sein. Ich habe aber auch mehr Spielraum. Also ich kann ein bisschen mehr Grenzen austesten, vor allen Dingen, wenn es so noch nicht so krass gefestigte Künstler sind, die so eine ganz starke Künstler-ID haben oder so einen ganz festen Künstlercharakter, dann hat man immer noch ein bisschen mehr Spielraum. Und bei mir ist es fast schon ein bisschen das Gegenteilige. Bei mir, ich weiß ja, wer ich bin. So bei mir ist immer Authentizität eigentlich so ein großer Faktor, den ich probiere, als Künstler nach außen zu tragen. Das ist für mich auch so eine wichtige Rolle im Hip-Hop allgemein. Und dementsprechend bin ich da einen Tick festgefahrener. Probiere mich da auch zu lockern natürlich und da wiederum hilft dann auch wieder das Songwriting, weil ich dann sehe, ey, guck mal, bei anderen kann ich es ja auch machen und da funktioniert es. Probier es doch mal bei dir selber. Also der klassische Eigentherapieansatz dann. Du hast ja eben schon angesprochen, dass du vor allem für und mit Frauen schreibst. Ist da nochmal ein spezieller Unterschied zu, wenn du mit anderen Männern im Studio bist, vom Vibe? Yes, Frauen sind viel weniger ego-konzentriert. In den Fällen, zumindest die ich gehabt habe, ist es viel einfacher, mit denen zu arbeiten, für mich jedenfalls. Weil mit Männern ist es häufig so, dass dieses Ego einfach so krass im Raum steht, weil die probieren sich natürlich, gerade wenn jemand da ist, der einem helfen soll, will man natürlich nicht schwach wirken und dann spielt diese toxische Männlichkeit natürlich bei vielen Artists auch noch mit eine Rolle, was ich auch verstehen kann, weil die kommen aus Gegenden, wo diese toxische Männlichkeit auch ein Überlebensinstinkt war. Und denen dann beizubringen, guck mal, ich will dir helfen und wir stehen hier nicht in Konkurrenz innerhalb dieses Studios, das ist schon manchmal noch ein Konfliktpunkt und den hat man bei Frauen nicht so krass. Die sind viel offener, kooperativer, diplomatischer, also wirklich so ein bisschen in Anführungsstrichen diese klassischen Klischees, die man auch von einem weiblichen Charakter kennt, treffen halt auch im Studio zu und sind sehr hilfreich. Also ich mag sehr mit Frauen im Studio zu arbeiten, weil es meine Arbeit einfach leichter macht. Gab es denn ein konkretes Thema, was du gerade aus der Arbeit mit Frauen zu deiner eigenen Produktion mit reingenommen hast, dass du sagst, okay, das kann ich so übernehmen, entweder ein Thema oder eine Verhaltensweise oder wie man anderen Leuten gegenüber tritt?
Voll. Also das, was ich gerade bei meinen männlichen Pendants im Studio kritisiert habe, das trage ich natürlich bei mir auch. Ne? Also ich habe auch so toxische männliche Züge sicherlich noch von früher in mir drin, die ich natürlich immer probiere abzulegen, soweit wie es geht, in einer reflektierten Art und Weise. Aber weil ich eine Sache gelernt habe in der Zusammenarbeit mit Frauen, ist zum Beispiel auch diese Emotionalität nach außen tragen und daraus auch eine gewisse Stärke machen. Und das vor allen Dingen auch in einem persönlichen Bereich. Ich habe das am Anfang immer sehr allgemein genommen und mehr so auf meine Gegend und oberflächlich eher beschriebene Emotionen gezeigt. Und wirklich so persönliche Erfahrungen und Emotionen, die man ja zu Genüge in sich trägt, nach außen zu tragen und daraus auch Songs zu machen und das wirklich auch als Stärke zu zeigen oder auch also einfach keine Angst davor zu haben, das zu zeigen. Das habe ich wirklich in der Zusammenarbeit mit Frauen am meisten gelernt, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich so, wo es bei mir dann echt so Aha- und Oha-Momente gab. Also klingt jetzt sehr überspitzt, aber ich weiß, was du meinst. Auch bezüglich der Themen, die Frauen behandeln, also dass du jetzt sagst, okay, du sprichst jetzt eher über psychische Krankheiten oder eher nochmal Familiengeschichten oder so. Hast du da auch gelernt, dass das ein Vorteil sein kann? Ich glaube nicht das Thema selbst, sondern eher so die Herangehensweise ans Thema. Also ich glaube wirklich dann so in diese private Tiefe zu tauchen und dann doch mal was zu zeigen, was man eigentlich unter Verschluss halten wollte, weil man Schiss hatte, dass es einem auf die Füße fällt oder zur Schwäche ausgelegt wird. Ich glaube, das ist es eher. Ich glaube, die Themen waren schon alle präsent. Ich glaube, wenn man in einer bestimmten Gegend aufwächst oder auch so in einer bestimmten sozialen Klasse, ich glaube, dann treffen einen immer dieselben Themen, sowohl Mann als Frau. Ich glaube, Frauen haben nochmal spezifischere Themen natürlich zusätzlich als Männer, aber es gibt so übergeordnete Themen wie, keine Ahnung, Armut, Kriminalität, Abstiegsangst etc. Ich glaube, die treffen uns alle, egal welches Geschlecht. Und ich glaube, es ist eher so die Tiefe und Herangehensweise an diese Probleme, die uns dann nochmal unterscheiden. Und da habe ich aber tatsächlich wirklich eine sehr große Menge mitgenommen bei Frauen tatsächlich. Nun finden ja nicht alle Songwriting im Rap gut. Wie gehst du denn mit der Kritik um, dass du das überhaupt machst, aber eben auch, dass du vielleicht mit KünstlerInnen schreibst und an Mucke schreibst, die von deiner eigenen so unterschiedlich ist? Ich sehe das alles so ein bisschen als Kreativarbeit. Ich tobe mich einfach kreativ aus. Das ist für mich einfach so der Spielplatz sozusagen, auf dem ich so meinen Kopf arbeiten lassen kann. Kritik trifft den Songwriter ja eher seltener. Klar könnte man jetzt retroperspektiv ein, zwei Sachen sagen, so, jo, warum hast du denn mit dem zusammengearbeitet oder mit dem? Ich muss sagen, am Anfang bin ich auch ein bisschen blind durch die ganze Sache da gestolpert und so und habe mich da auch nicht so großartig mit auseinandergesetzt. Plus war auch selber auch einfach noch nicht charakterlich an einem Punkt, wo ich das irgendwie vernünftig eingeordnet habe. So, ich komme halt auch wirklich noch aus einer Hip-Hop-Zeit oder so, wo es, glaube ich, auch sehr rough und sehr hart zuging und wo man sich über bestimmte Wörter oder Sätze auch nicht so großartig Gedanken gemacht hat. Das ist keine Entschuldigung, das ist nur eine Erklärung natürlich. Und jetzt in dem Charakterzustand, in dem ich jetzt bin, würde ich das natürlich nicht mehr machen, aber damals war das für mich vollkommen legitim. Ich glaube, das ließ sich nicht vermeiden. Und deshalb bin ich da eigentlich relativ entspannt, wenn da Kritik kommt. Und heutzutage habe ich ja Gott sei Dank den Luxus, dass ich eigentlich mir komplett aussuchen kann, mit wem ich arbeiten will. Und da ist, wenn ich jetzt drüber nachdenken müsste, kein kritischer Fall dabei, wo ich irgendwie Kritik für kriegen könnte. Und was sagst du, wenn Leute sagen, ja, wenn KünstlerInnen ihre Songs nicht selber schreiben, dann sind sie nicht Hip-Hop? Ja, weiß nicht. Ich glaube, da müsste man voll vielen Leuten halt Hip-Hop abschreiben. Ne? Dann musst du bei Jay-Z anfangen, bei Dr. Dre, also bei ganz vielen Leuten, die sich haben auch helfen lassen. Da sind die dann alle nicht mehr Hip-Hop. Und vor allem Hip-Hop ist ja so ein weit gefächerter Begriff. Also ich glaube, das kann man gar nicht. Man kann sagen, jo, die sind vielleicht weniger authentisch in der darbietenden Kunst. Okay, daraus können wir uns noch einigen, aber dass die dann nicht mehr Hip-Hop sind, finde ich ein bisschen sehr weit hergeholt. Und vor allen Dingen Leute peilen, glaube ich, auch in den meisten Fällen gar nicht, dass diese Zusammenarbeit nicht dieses Stupide ist, jo, ich schreibe jemanden was oder jemanden und die Person geht dann einfach nur hin und rappt das nach. Das ist ja in den aller seltensten Fällen so. In den meisten Fällen ist es einfach eine Zusammenarbeit. So. Dann wäre es ja auch nur Performing Artist, ne? Genau, also so. Da kann ich verstehen. Da verstehe ich ein bisschen die Kritik, weil wenn wirklich so ein Text komplett nur vorgesetzt ist, ist es schon schwierig, weil die jeweilige Emotion des performenden Künstler oder Künstlerin halt einfach fehlt so in diesem Text. Aber auch das darf man nicht so engstirnig sehen. Sehe ich nicht ein, dass dann jemand abzuerkennen, dass er Hip-Hop ist. Das Klischee, was sich treibt, ist, glaube ich, dass so die Majors stecken dann Leute in Songwriting-Camps und dann kommt KünstlerIn XY, pickt dann einen Song, baut sich den Text zusammen und dann performt sie den und
Nummer 1? Ja, es ist so dieses Märchen vom Industry Plant. Ich glaube, wenn Industry Plant so gut funktionieren würde, hätten wir viel mehr davon. Also das Ding ist, ich glaube, Leute verstehen erstens die Industrie nicht, die verstehen die Mechanismen nicht. Die haben auch die letzten Jahre, ist das einfach so global und teilweise algorithmisch bestimmt geworden, auch manche Erfolge, dass das gar nicht mehr so plantable, ich weiß gar nicht, ob das der Begriff ist, aber es lässt sich gar nicht mehr so pflanzen. Es funktioniert einfach gar nicht. Also ich glaube, die Majors würden sich wünschen, dass sie einfach jemanden nehmen können und den zum Superstar machen, aber das geht gar nicht. Also da brauchst du schon immense Summen an Geld, um das wirklich zu bewerkstelligen, und trotzdem muss der jeweilige Artist dann immer noch einen Funken Talent und irgendwas mit sich bringen. Also du kannst nicht wirklich die absolute leere Blechdose nehmen und die zum Star machen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das ging früher, hat das sicherlich noch mehr Mechanismen dafür gegeben, auch was so Visibilität angeht auf dem Markt, so CDs platzieren, Boxen platzieren, dass im Mediamarkt eine große Anzeige steht, weil das einzige Verkaufstool war. Es gab ja wenige Vertriebswege, ne, um jemanden genau, zu genau, und auch platzieren. wenigere Hebel. So, du bist teilweise gar nicht an diese günstigen Produktionskosten gekommen oder auch einfach gar nicht ans Placement. Also wenn du wolltest, dass deine CD beim Mediamarkt im Regal steht, bist du als Independent-Künstler, war das gar nicht so leicht. So. Und das ist heute gar nicht mehr der Fall. Die Konkurrenz ist einfach viel größer. Und deshalb so dieses Ammärchen vom Industry Plant, ja, ich glaube, das funktioniert wirklich nur in den 0,0001% Bereich. Gut, aber dann haben wir es ja hier mal klargestellt. So. In vielen früheren Interviews, die du gegeben hast, auch vor allem so um die Corona-Zeit rum, war immer Ego ein Riesenthema. Deswegen will ich das jetzt nicht reproduzieren. Ja, aber alle Interviews, die ich mir so gegeben habe, auch in der Vorbereitung, habe ich mich gefragt, ob das wirklich so dein Thema ist oder ob das so ein Thema ist, was die Leute auf dich raufprojizieren und auch in diese Session-Magie, weil keiner weiß ja, was in diesen Studios so richtig passiert, ne? Dass man so denkt, so, da clashen jetzt voll die Egos von den Typen aneinander. Und ich frage mich, ob das überhaupt dein Thema ist. Also es ist schon, wie gesagt, mit so männlichen Künstlern, aber es gibt auch weibliche, ne? Ich will das nicht ausschließen. Es ist schon ein Thema auf alle Fälle. Klar, Egos sind in diesem Raum und Künstler haben ja auch so eine Tendenz dazu, Narzissten zu sein oder eine bestimmte narzisstische Art zu haben. Das ist ja auch so deren Schutzmechanismus manchmal, ne? Das gehört auch einfach dazu. Und da ist schon in so einem Raum, also ein geschlossener Raum macht schon auch was mit Menschen, das darf man nicht unterschätzen, ne? Also schön gesagt. Manchmal wünschte ich mir auch, man würde 1, 2 Politiker in einen engeren Raum mal zusammenstellen und mal gucken, was passiert. Aber das ist wirklich, das macht schon was mit Menschen, ein geschlossener Raum. So. Und Kunst, darf man auch nicht vergessen, ist ja auch immer eine Form von Emotionalität, zumindest in meiner Schaffenswelt, eine Form von nach außen getragener Emotionalität. Und ich glaube, gerade im Verständnis zwischen Emotionen ist ja da, wo es am meisten hapert zwischen Menschen einfach. Ne? Ich glaube, deshalb stecken wir auch in so vielen Krisen, weil wir einfach nicht in der Lage sind, unsere Emotionen vernünftig zu artikulieren. Und das passiert halt in einem geschlossenen Raum mit Leuten, die sich selber auch noch als etwas wahrnehmen, was sie vielleicht gar nicht sind oder sein möchten oder schon sind, etc. Und ich glaube, das Ego spielt schon eine Riesenrolle dort. Also es ist, ich glaube, klar tragen Leute mir das auch zu und wollen das wissen, aber ich glaube, ich bin auch jemand, der darüber redet, damit Leute das verstehen. Aber es gibt auch tausende andere Themen, die man natürlich da besprechen kann. Es war nur immer so omnipräsent, dass ich war so, okay, ist es jetzt wirklich so, gehst du da mit deinem Ego rein und du clasht vielleicht auch die ganze Zeit Hey, das gibt's auch. Songwriter, von wegen, jetzt muss ich hier für den und ich könnte es ja viel besser als der, was man dann für Filme hat vielleicht, auch als Externer. Ja, also das in den seltensten Fällen gab es wirklich mal Sachen, wo ich reingelaufen bin und dachte so, okay, das ist so wacke Scheiße, warum bin ich hier? Also, im Rap? Ja, klar, natürlich. Ich habe auch schon absolute Wackos erlebt. Klar, ich bin ja auch offen und lass mich auf Sachen ein, aber wenn es dann absolut wack ist, dann bin ich meistens auch, dann sage ich mir, was mache ich hier? Also das ist. Ziehst du es dann durch? Nee, ich bin schon häufig, also nicht sehr häufig, weil ich, wie gesagt, habe mir Gott sei Dank ein gutes Bauchgefühl und gucke mir natürlich auch die Leute an, mit denen ich vorher arbeite. Aber es gab schon 1, 2 Sachen, auch von größeren Künstlern, wo ich einfach aus der Session, wo ich gesagt habe, ey, sorry, ich glaube, wir kommen nicht zusammen, das wird hier nichts. Aber ich wünsche euch wie war dann der Vibe? Haben die dann gesagt, ey Bruder, ist cool? Oder waren die dann so, du arroganter Fatzke? Weiß ich gar nicht im Nachhinein, weil mich das dann gar nicht mehr interessiert hat. Du bist aber blessed, dass dich das dann nicht mehr interessiert hat, was die über dich reden. Ich habe, glaube ich, wann war das so? Ich glaube, ich würde mal grob sagen, so vor 4, 5 Jahren entschlossen, dass Sachen, die ich nicht ändern kann, probiere ich nicht drüber nachzudenken. Das hat mir mein Leben wesentlich leichter gemacht. Und unter anderem ist die Meinung der anderen über mich, kann ich meistens nicht ändern, deshalb lasse ich dann los. Tatsächlich bin ich in den meisten Fällen, wo ich aus einer Session rausgegangen bin oder wo ich gesagt habe, ey, das passt nicht, tut mir leid, wir können nicht zusammenarbeiten, war es meistens, wenn Leute von sich ein ganz verqueres Bild hatten. Also wenn das Künstler waren oder Künstlerinnen, die der Meinung sind, sie sind extreme Künstler, aber
eigentlich nur komplett konfus sind und eine ganz verrückte Wahrnehmung von Talent und künstlerisch, was meiner widerspricht. Vielleicht ist das auch richtig gewesen, das will ich denen gar nicht absprechen, aber es geht nicht so mit mir einher, was ich so von so Talent denke und künstlerisch wertvoll etc. Waren es junge Leute? Nee. Nee. Also nicht nur. Also es waren 1, 2 junge Leute, klar, auch so Newcomer, die denken, sie sind jetzt schon Jay-Z, Eminem und sonst was, genau. Aber es waren schon auch etablierte, gestandene Künstler, die Riesenshows auch spielen, wo ich mir dachte, okay, ihr seid einfach wack, sorry, das können wir nicht machen. Seid ihr euch danach nochmal begegnet? Oder so auf Instagram reingefolgt oder entfolgt? Macht man so einen Quatsch noch? Ich mach das gar nicht. Ich glaube, Entfolgen und Folgen und so ein Quatsch. Nee, ich glaube, das findet in meiner Welt nicht so großartig statt. Also, vielleicht kriegst du nur nicht mit, dass die Leute entfolgen. Vielleicht, jetzt wo du es sagst, vielleicht folge ich auch noch Leuten, die ich gar nicht mag. Das kann sein, ich muss da mal durchgehen. Das habe ich ewig nicht gemacht. Nee, aber ja, auf 1, 2 Veranstaltungen begegnet man sich. Aber ist ja auch okay, ist ja kein Krieg. Ich habe ja nicht deren Mutter beleidigt. Ich habe einfach nur gesagt, ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten. So, fertig. Ja, aber für manche ist es da sind sein. die Grenzen verschwimmen. Aber das ist deren Business, not my business. Vielleicht ist es ja auch ein ganz guter Übergang, denn wir wollen ja heute nicht nur über dich als Songwriter sprechen, sondern natürlich auch über dich und deine eigene Musik. Denn dein neues Album, den Umständen widersprechend, erscheint in wenigen Tagen. Und ich durfte schon vorab reinhören. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und es hat mich in der Zeit auch ein bisschen zurückversetzt, ja, cool. Muss ich sagen. Sehr gut, das war die Intention. Gerade wegen der Skits, Interlude, Epilog. Geil. Mich hat's volle Kanne abgeholt. Ich sag dir, wie es ist. Dankeschön. Und auch die musikalische Vielfalt hat mich überrascht. Also von auf die Schnauze Type, dann aber gleichzeitig auch super melancholisch, fast schon minimalistisch vom Sound mit Klavier, Piano, Gitarren-Styles. Dann so ein Song wie Ballack, so, wo du auch sagst, okay, der ist einfach straight 3,5 Minuten Storytelling in dein Gesicht. Also diese ganze Vielfalt habe ich selten auf einem Album these days gehört. Dankeschön. Ich nehme es mal als Kompliment auf. Ist es, weil es nicht so monothematisch ist, sondern du gehst wirklich an verschiedene Ecken. Und deswegen meine Frage, brauchte es diese musikalische Vielfalt auch, um die verschiedenen Geschichten zu transportieren? Ich glaube schon. Und es ist ja auch einfach, ich habe ja den riesigen Vorteil, um die Brücke auch zu schlagen zum Thema davor. Ich habe ja einen riesigen Vorteil, dass durch dieses Songwriting ich quasi nicht in diese finanzielle Bedrohung komme, dass meine Musik funktionieren muss. Also ich bin quasi nicht an kommerzielle Maßstäbe gebunden. Das ist eine Riesenfreiheit, für die ich massiv dankbar bin. Es funktioniert Gott sei Dank. Also ich könnte auch nur von meiner Mucke sehr gut leben. Ist das so? Ja, tatsächlich sehr gut, ja. Das ist so gut. Aufgrund der Independent-Strukturen und alles kann man sehr gut davon leben, tatsächlich. Aber das Geile ist halt, ich kann es relativ befreit tun. Das heißt, ich kann auch mich musikalisch vielfältig austoben. Ich finde so textlich bin ich halt an diese Authentizität ein bisschen von meinem eigenen Anspruch gebunden und dann habe ich quasi musikalisch aber den Spielraum, um das umzusetzen und ich finde auch in meiner Welt war immer eine Vielfalt da, also ob es Kulturen sind, ob es Menschen sind, ob es musikalisch ist. Ich habe von Linkin Park, System of a Down bis hin zu Nas und Jay-Z, bis hin zu irgendwelchen französischen Chanson-Sachen, ja alles durch die Bandbreite immer gehört. So, ich habe mich ja immer viel für Musik interessiert, so oder Country-Music oder sonst irgendwas. Und ich finde so, das muss einen dann auch selber widerspiegeln. Und habe probiert, da so ein bisschen die Engstirnigkeit auch abzulegen, zu sagen, yo, Hip-Hop ist nur 80 BPM oder 90 BPM straight rappen und 8 Bars Hook oder so. Und das, ich glaube, deshalb kommt sie das auch so vielfältig vor, weil ich das echt probiert habe, aktiv abzulegen einfach. Und wieso gibt es wieder Skits? Weil ich das liebe, weil ich das probiert habe, das Album so zu strukturieren, dass es quasi wie eine lange Autofahrt ist. Ich höre viel Musik im Auto oder immer im Auto eigentlich größtenteils. Ich mag das sehr. Und das Album fängt ja quasi an mit einem Intro, wo zum Schluss die Autotür zugeht und man losfährt und das ist zwischendurch immer diese Autothematik, unterwegs sein und quasi eigentlich wie so eine Tour durch meine Gegend und mein Leben und schließt dann auch so ein bisschen mit diesem Aufwachen wieder ab und dann, ja, der Tag geht wieder von vorne los sozusagen. Das erste Skit hat mich auch abgeholt mit dem Hai. Ja, Tierfakten, here we are. Müsst ihr reinhören, ist das wirklich ein Fakt? Also es ist ein Fakt. Ich habe auch kurz vorher erst ChatGPT Sachen über Haie gefragt, weil ich war in einem ganz wilden Tunnel, ich merke schon. So, ich habe was über Haie gesehen und dann dachte ich mir, stimmt das wirklich? Und dann habe ich ChatGPT alles über Haie gefragt und da kam auch dieser Fakt. So nämlich. Und ich war so, ach guck mal, vielleicht die verfolgen mich, die Viecher. Nee, das ist tatsächlich ein wichtiger Hai-Fakt, der da im Album vorkommt.
Wir sind ja hier auch ein Musikbusiness-Podcast. Das heißt, wir sprechen auch ein bisschen über deine Struktur dahinter. Du hast ja gerade schon gesagt, du kannst gut von deiner Musik leben, unabhängig vom Songwriting und bist ja auch komplett independent. Was bedeutet das denn konkret in deinem Alltag, wenn du sagst, du bist independent? Wie sieht das aus, wenn du ein Album machst? Also, erstmal habe ich quasi die komplette Freiheit, aber auch die Verantwortung, kreative Verantwortung sozusagen. Ne? Also ich habe sozusagen bei Major-Labels gibt es ja häufig die Position des A&Rs oder des manchmal auch Kreativdirektoren oder Direktorinnen, die dort aktiv sind. Oder auch Labelchefs, je nachdem wie groß das Label ist, die dir gerne immer nahelegen möchten, was funktioniert. Was ich auch verstehe, weil ein Major-Label am Ende des Tages auch ein profitorientiertes Unternehmen ist und am Ende des Tages ist Kunst für die ein absetzbares oder kommerzialisierbares Produkt. So. Das habe ich zum Beispiel nicht. Ich möchte natürlich gerne auch davon weiterleben können. Das heißt, ich habe natürlich, es wäre gelogen, wenn ich keinen kommerziellen Anspruch in meiner Musik sehe. Ne? Ich kann jetzt nicht irgendwie absolut verquere, BPM-wechselnde elektronische Stolpermusik machen mit, keine Ahnung, aufgenommen am besten durch so eine Blechbüchse oder so. Aber ich mag Stolperbeats. Voll, 100%ig mag ich auch, aber wahrscheinlich sind wir eine Nische. So. Ja, leider. Und ich möchte auch, dass die Message, die ich gerne rüberbringen möchte, oder die Geschichte auch wirklich viele Leute hören können so, und sich dabei auch wohlfühlen. Und das heißt, klar habe ich diesen Anspruch, aber ich habe ihn nicht so extrem wie diese Major-Labels. Das heißt, ich habe erstmal diese Freiheit, die natürlich dann aber auch das Problem mit sich bringt, dass ich dann erstmal auch was finden muss, auf das ich mich festlege. Weil wenn du alles machen kannst, ist es halt schwer, sich auf eine Sache zu einigen. So. Das ist erstmal der Entstehungsprozess, wenn man ein Album macht. Dann ist es natürlich auch, ich kann mit vielen Leuten eigentlich ganz gut zusammenarbeiten und auch ganz gut verhandeln. Dadurch, dass mir alle Rechte gehören an meiner Musik, kann ich halt auch so Deals machen und sagen, so, guck mal, ich kann dir jetzt vielleicht nicht 5.000 € für die Production zahlen, aber ich kann dir Punkte geben. Ich kann zum Beispiel sagen, ey, du kriegst hier Vertriebspunkte und wenn der Song gut funktioniert, verdienen wir beide gut. Und wenn er nicht gut funktioniert, haben wir beide einfach Pech gehabt, weil scheinbar haben wir nicht den absoluten Hit geschaffen. So. Das heißt, die Freiheit habe ich. Die hat man bei einem Major-Label auch, aber da sprechen halt wieder 5, 6 Leute mit. So, je nach Deal. Und dann habe ich halt den großen Vorteil, dass ich diesen Cashflow besser dirigieren kann. Also ich kann quasi sagen, nee, ich möchte das Investment mehr dahin lenken oder mehr dahin lenken. Diesmal, keine Ahnung, setzen wir den Fokus mehr darauf, dass wir, keine Ahnung, mehr in Marketing stecken wollen oder dies. Und ich finde, in diesen großen Major-Labels ist das Budget immer schon so ein bisschen aufgeteilt auf die einzelnen Mechanismen, die sich in den letzten Jahren ja angeblich so erfolgreich bewährt haben. Und ich habe so ein bisschen mehr die Freiheit, damit auch zu spielen sozusagen. Das sind so die groben Schritte jetzt von einem Independent-Album. Kam das organisch, diese Independent-Struktur, oder hast du dich schon bewusst dafür entschieden? Weil at some point werden sicherlich mal Labels angeklopft haben und sagen, hey, ich war ja mal bei Major. Also ich war ja mal bei Major. Ganz am Anfang, meine ersten beiden Alben waren bei Major. Das war auch ein guter Wake-up-Call. Damals war ich auch noch jung und blind und naiv. Und, weil du jetzt so alt bist. Ja, man hat ja noch ein bisschen was gelernt. Also ich meine, mein erstes Album ist jetzt auch, haben wir letztens gemerkt, einfach 10 Jahre her so. Und da hat man schon was gelernt. Das Gute ist, wir haben die großen Fehler am Anfang gemacht, da tun die nicht so weh, vor allen Dingen finanziell, weil einfach das Volumen nicht so groß ist. Aber bin vielleicht auch an die falsche Person geraten damals beim Major-Label, die einem viel versprochen hat und auch so diese Naivität ausgenutzt hat. Ne? Früher war das zum Beispiel so, um hier so ein Fun-Fact zu nennen, die Major-Labels haben früher immer sehr viel gepresst, also sehr viel CDs gepresst und Boxen gemacht, weil es gab sowas wie Shipping Gold. Es war sozusagen nicht wichtig, was du verkauft hast, sondern was die rausgeschifft haben an die einzelnen Vertriebspartner, also Mediamarkt, Saturn und so weiter. Und die Retouren, also quasi was nicht verkauft wurde meistens den Künstlern in Rechnung gestellt. Da sind super viele Künstler zerbrochen. Und die Lagerkosten. Ne? Und die Lagerkosten. Und was viele auch nicht wissen, ist zum Beispiel, diese Lagerkosten werden dann so bestimmt, die kommen dann an einem gewissen Punkt nach das ist eine vertragliche Bindungspflicht, wie lange diese CDs oder Boxen im Laden sein müssen und dann irgendwann kommt halt der Labelchef oder A&R zu dir und sagt so, ey, guck mal, wir haben jetzt hier noch 2000 Sachen übrig, entweder wir lagern die weiter ein, dann kostet dich das aber, keine Ahnung, Summe XY pro CD oder wir vernichten die, das kostet dich aber auch Summe XY. Und oder wir verschleudern sie für so ein 1,99 Ding, was deine Marke schwächt. Genau, was die Marke schwächt oder was auch gar nicht garantiert ist, weil wenn es bis jetzt nicht losgeworden ist, weiß ich nicht, ob es 1,99 dann so attraktiv macht, Musik kaufen. Plus, es ist ja auch, das ist ja mal der große Knackpunkt bei Majors, ist diese Kommerzialisierung
oder finanzielle Bestimmung von Kunst. Weil das ist halt so, okay, alles klar, du sagst mir jetzt also, meine Kunst war erst 15,99 € wert und jetzt sagst du mir, die ist nur noch 1,99 € wert. Also das ist ja absurd, allein wenn man sich diesen Satz vor Augen hält, dass man sagt, jo, deine Kunst war mal das wert und jetzt ist es nur noch das wert. Und das bricht einem natürlich als Künstler auch das Herz. Und ich glaube, diese ganzen Abschreckmomente, die ich da am Anfang mitgenommen habe, haben dazu geführt, dass ich independent sein möchte. Plus, dass ich auch gesehen habe, okay, wo fließt das Geld hin? Das fließt teilweise an Leute, die nichts mit dieser Musik zu tun haben. Und in einer Höhe. Genau, also in einer Höhe und Summe. Es ist halt auch alles teurer. Wenn ein Major was macht, ist alles immer teurer. Also egal wo. Ich mache das ja auch so. Wenn ich für Künstler schreibe, die beim Major sind, nehme ich mehr Geld. Das ist einfach eine ganz einfache Sache, weil ich weiß, die Budgets sind höher. Und natürlich umgedrehte Gerechtigkeit. Ich hole mir natürlich alles wieder zurück. Aber nein, was ich sagen wollte ist... und es tut dem Künstler nicht weh. Das denkt man, ja, eigentlich ist es auch ein bisschen unfair, aber natürlich, es tut ihm nicht so weh, je nachdem, was er für einen Deal hat. Ja. Aber was ich sagen wollte ist, quasi diese Bestimmung von was ist Kunst wert und so, das hat mich damals schon massiv gestört. Und auch wo das Geld hinfließt, ich kann halt jetzt geil entscheiden, ich gebe das Geld den Leuten, mit denen ich gerne zusammenarbeite und die wirklich auch an der Kunst arbeiten. Sowohl vom Management als vom Marketing als sonst irgendwas. Und das war mir da bei Major einfach zu wild. Plus, man muss sich auch einfach vor Augen halten, das ist heutzutage, hat sich der Spieß auch einfach gedreht. Also die Wichtigkeit eines Majors ist nicht mehr so omnipräsent, wie sie damals war, wo ich angefangen habe, Mucke zu machen. Das digitale Zeitalter hat uns da schon Möglichkeiten gegeben. Es gibt immer noch Vorteile beim Manager zu sein, die will ich gar nicht nivellieren oder rausrechnen hier, aber sie sind nicht mehr so viel wie vorher. Vor allen Dingen, wenn du es geschafft hast, einen Cashflow zu etablieren als Independent-Künstler, dann bist du eine große Sorge los und vor allen Dingen auch einen großen Punkt, den dir der Major sonst gegeben hat. Du hast ja eben schon auch digitale Vertriebswege angesprochen. Ja. Inwiefern versuchst du dich denn auch unabhängig ein bisschen zu machen von den Streaming-Diensten und so? Hast du da einen Weg gefunden, um deinen Cashflow gut zu kontrollieren? Also dieser physische Markt ist immer noch eine wichtige Sache. Also mal ganz weg vom Digital sogar. Da kann man, vor allen Dingen, wenn man independent ist, noch sehr gute Margen rausholen. Vor allen Dingen, wenn man mit so ein bisschen auch upcoming oder alten Produkten wieder arbeitet. Zum Beispiel Vinyl funktioniert bei uns super gut. Ne, muss man natürlich auch Herzblut reinstecken, aber das ist ja dann meine Aufgabe, so kreativ sich auszutoben und so. Das ist ja auch geil, das macht ja auch Spaß. Da ist natürlich eine Absatzmöglichkeit. Und bei den Streamingdiensten ist es auch so, dass man, glaube ich, wenn man es geschafft hat, als Künstler sich so eine Base zu schaffen, man gar nicht so krass darauf angewiesen ist, in diesen algorithmischen Streuverfahren stattzufinden, weil wenn man eine Base hat, die Musik wieder und wieder auf Repeat hört, schafft man trotzdem die Zahlen und schafft auch trotzdem den Umsatz. Und ich glaube, das verkennen auch viele und das kann man auch als Independent-Künstler gut anstreben. Hat, glaube ich, noch mal mehr Möglichkeiten, auch diese Base zu formen. Du hast ja auch eine WhatsApp-Gruppe, oder? Ja, ich habe einen WhatsApp-Channel, ja. Wie wichtig ist das? Das war tatsächlich sehr gut, weil es so eine direkte Kommunikation ist, weil damit umgehe ich auch so ein bisschen diese algorithmischen Grenzen, die mir so Instagram und Co. auflegen. Und der wächst stetig, organisch. Und das Geile ist, man muss sie natürlich pflegen, aber die Interaktion ist halt super direkt. Also ich poste da was rein und schreibe jetzt, ey Leute, hier, droppt mal hier einen Kommentar drunter oder macht hier pre-save den Link oder so und ich sehe sofort, dass das darüber transferiert. Ja genau, die Conversion sehe ich sofort. Gute alte Conversion. Und die sieht man tatsächlich sehr, sehr schnell. Wenn du das alles mit deinem kleinen Team alleine Indie machst, kickt dann manchmal auch das Imposter? So, dass du denkst so, ich kann das eigentlich ja gar nicht und vielleicht irgendwann fällt es auf, dass es hier alles nur Also du meinst so, hier so, wie nennt sich das? Münchhausen-Syndrom? Nee, wie nennt sich das? Münchhausen ist noch was anderes. Nee, warte mal, wie heißt das? Es gibt so dieses wie ist denn das deutsche Wort? Es gibt es gibt so einen Begriff dafür, den habe ich letztens auch, Hochstapler-Syndrom. Hochstapler-Syndrom, genau, das ist dasselbe. Du, habe ich voll häufig. Ja? Ja, habe ich voll häufig. Ich glaube, das ist auch ein Klassiker. Das Gute ist, dass ich im Team wirklich Leute habe, wo ich weiß, die können die Sachen. Deshalb bin ich dann immer so, okay, es scheint nicht nur meine Meinung zu sein, sondern nicht nur auf deinen Schultern. Ja, ich lebe nicht in einer Simulation oder zumindest in einer gut funktionierenden, ja. Hast du Tipps für Artists, die auch den Indie-Weg gehen wollen und eben noch nicht so lange dabei sind wie du, sondern jetzt vielleicht Anfang 2-3 Jahre schon dabei sind und sagen, nee, komm, ich will auch gar nicht zum Major, unabhängig davon, dass vielleicht auch keiner fragt, aber ich will das auch Indie durchziehen? Ey, Kontinuität tatsächlich. Also bei mir ist es auch so, ich habe auch eine große Lücke zwischendrin mal gehabt. Ich habe meine ersten beiden Alben gemacht und dann fast 4 Jahre gar nichts. Weil ich natürlich dann auch frustriert war vom Major und so weiter. Und gerade die Indie-Anfänge sind
unfassbar schwer. Weil, wie gesagt, du musst diesen Cashflow hinkriegen. Du droppst halt einen Song, der kostet dich, keine Ahnung, Pi mal Daumen irgendwie insgesamt mit Video und Master und den Produzenten willst du ja auch vernünftig bezahlen. Bist du, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro Minimum los. Und damit du das einspielst, muss der Song halt 1,5 Millionen Streams machen als Indie oder. Und das ist natürlich frustrierend, weil das wird am Anfang einfach nicht funktionieren. Und das Wichtige ist aber diese Kontinuität. Einfach wirklich kontinuierlich dranbleiben, irgendeinen Weg finden. Die Freiheiten hat man ja als Indie-Artist. Ne? Wie gesagt, arbeitet mit Vertriebspunkten, redet mit den Leuten, involviert ihr in eure Projekte auch Langzeit. Ich finde, das ist auch das, was Indie so sympathisch macht, ist, weil es wird viel längerfristiger gedacht. Es sind nicht diese kurzen Investment und Short-Time Big Revenues, die so Majors anstreben, so nach dem Motto, wir können den Künstler nur 3 Jahre arbeiten und wenn er dann nicht irgendwie gebreakt ist, dann schmeißen wir ihn wieder auf Board, sondern denkt wirklich mal in so Legacies, in langen Karrieren, denkt wieder in Alben und sowas. So, das sind Tipps, die ich wirklich geben kann, weil das hinten raus macht das unfassbar viel aus. Bei mir zum Beispiel der Katalog. Ich habe ja meinen ganzen Katalog gehört ja mir. Also diese ganzen, was sind wir mittlerweile, 5 Alben? Ja, ich glaube 5 Alben und ein paar EPs. Und jedes Mal, wenn ich was Neues release, läuft halt der Katalog wieder an. Und das spült Geld rein und das finanziert euch eure Sachen. Das heißt, seid wirklich dran, am Ball, bleibt dran und diese Teams. Ich finde alles am InDesign einfach netter und sympathischer, weil du musst auch deine Teams persönlicher schaffen. Ne? Weil du mit denen halt lange arbeiten willst. Du musst denen ja auch ein Gefühl geben von, guck mal, wenn es bei mir bergauf geht, geht es bei euch auch bergauf. Und das schafft halt eine viel engere Bindung. Schön gesagt. Woher nimmst du denn das Durchhaltevermögen und auch die Selbstdisziplin nicht aufzugeben? Du, ich glaube, aufgeben ist keine Option einfach. Das ist so, ist nicht, dass ich nicht manchmal drüber nachgedacht habe, die Sachen hinzuschmeißen. Also auf alle Fälle. Ich meine, ich habe ja auch studiert. Ich hätte auch einfach einen Job machen können, in dem ich morgens aufstehe, um 9 hingehe, 17 Uhr Feierabend mache und mein Geld kriege. So, das wäre auf alle Fälle vom Kopfschmerzfaktor her wesentlich geringer gewesen. Aber erstens ist es ja eine Form der Selbstbestimmung und Freiheit. Und die ist, weil es halt einfach in meinem Charakterzug mit drin. Das ist halt so, ich mag halt einfach ein selbstbestimmtes Leben. Und ich glaube, das ist es einmal. Es ist so der Antrieb der eigenen Lebensgestaltung. Und zweitens ist es auch so ein, vielleicht manchmal auch naiver, vielleicht auch utopischer, aber so ein undurchdringlicher Glaube daran, dass man das gemeinsam schafft. So, es ist auch ein Gemeinschaftsgefühl bei mir tatsächlich. Ich bin gar nicht so egozentrisch eigentlich, sondern ich will irgendwie das Team, ja, ein paar Faktoren habe ich natürlich, klar, logisch, ich bin ja auch, wie gesagt, ein Künstler, aber ich will auch so dieses ganze Team mitnehmen. Also ich finanziere ja nicht nur mich selber, sondern ich finanziere ja auch Leute, die da mit dranhängen. So. Und ich glaube, diese Verantwortung, die möchte ich gerne so gut wie es geht tragen. Wie schaffst du es denn von dem ganzen, ja, auch wirtschaftlichen Druck, den du dahinter hast, dass du eben, wie du gerade selber sagst, auch Leute in deinem Team hast, die du mitfinanzierst etc. und du willst ja was schaffen, diese Balance zwischen diesen wirtschaftlichen Dingen und der Kreativität aufrechtzuerhalten? Also gibt es Phasen, wo du sagst, okay, jetzt bin ich der kreative Takt und jetzt bin ich der Business-Takt. Wie machst du das im Alltag? Ich habe, muss ich fairerweise sagen, dieses Songwriting hat mir zum Beispiel dabei geholfen, so ein bisschen auf Knopfdruck kreativ zu sein. Weil natürlich das immer so ist, das Studio ist gebucht, ich bin da, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, vor allem mittlerweile, wenn man so ein paar Multiplatin-Gold-Songs hat oder so, dann denken die Leute immer, jo, der kommt jetzt ins Studio und der wird uns jetzt reich machen. So, also tatsächlich gibt es wirklich diese Einstellung, wo ich dann sage, Moment mal. Also Kann ich dich ja auch einfach buchen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ein Faktor von 1000. Aber ja, deshalb habe ich ganz gut gelernt, so wirklich, wenn ich sage, jetzt möchte ich kreativ arbeiten, kriege ich es auch hin. Nicht immer in dem Ausmaß, in dem ich es gerne möchte. Ne? Manchmal schreibe ich nur eine Zeile, manchmal sind es 4 Zeilen, manchmal schaffe ich einen ganzen Song. Manchmal schaffe ich auch 2 Songs an einem Tag, keine Ahnung. Manchmal dauert es auch eine Woche, bis der Song fertig ist, aber ich schaffe es immer ein bisschen kreativ zu arbeiten. Und ich muss es wirklich gut einteilen und priorisieren. Also im Idealfall würde ich nur kreativ arbeiten und alles andere kümmern sich Leute drum. Das geht einfach nicht. Also vor allem als Independent-Künstler funktioniert es nicht. Aber ich habe es Gott sei Dank geschafft, wirklich mit einem Team zusammenzuarbeiten, jetzt wo ich 3, 4 wirtschaftliche Posten habe, die ich einfach abgegeben habe und ich weiß, die laufen. Da werde ich irgendwie einmal im Monat up-to-date gehalten und sage, jo, cool, nicht cool, lass mal da was ändern und das ist in Ordnung. Aber der Rest läuft und deshalb kann ich mich viel mehr auf das Kreative konzentrieren. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Jackpot. Ja. Wie viel Kopfschmerz ist Social Media bei dir? Ja, mieser Kopfschmerz. Ich hasse wirklich Social Media. Hast du einen Social Media Manager? Nein. Nein. Ich glaube, der würde auch zerbrechen an mir. Also emotional und körperlich.
Das heißt, wie machst du es jetzt? Also du überlegst dir, was du posten möchtest? Oder ja, ich quatsch mit Jakob oder Jungs aus meinem Team so, was können wir machen, wie können wir irgendwie das und das angehen. Es ist ja leider auch wichtig, das ist für mich zum Beispiel, ich glaube, was Künstler auch häufig haben, eventuell ist, wenn ich zum Beispiel poste, wir spielen ein Konzert, hier sind noch Tickets. Ich denke immer, wenn ich das zweimal die Woche poste, ich gehe den Leuten auf den Sack. Weil ich mir denke, wenn mir jemand zweimal die Woche sagen würde, Marco, kaufst du jetzt ein Ticket? Dann würde ich sagen, Dicker, das hast du mir am Montag gesagt, chill mal, ich hole mir schon noch eins. Ja. Und davon muss man sich ein bisschen lösen. Weil das Problem ist auch leider, und da haben die Jungs dann auch recht, die sagen, ja guck mal Marco, immer wenn du was postest, verkaufen wir wieder Tickets. Das heißt, du musst posten, es geht nicht anders. Ich denke mir dann, ja okay, ich will die Leute nicht nerven. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, ja okay, was soll ich machen? Das ist ja auch meine Kunst und wenn ich die nicht promote und cool finde, wer findet es dann cool? So heißt, ich muss ja auch ein bisschen dahinter stehen, das ist schon in Ordnung. Und ja, ich zwinge mich zu manchen Sachen und manche Sachen mache ich einfach nur aus dem Gefühl FF heraus. Aber am liebsten würde ich einfach nur Musik machen und sagen, hey, hier ist übrigens neue Musik, viel Spaß damit. Falls du dich schon mal gefragt hast, wie du Hip-Hop lebt am besten unterstützen kannst, ist es ganz einfach. Ein Klick, abonniere den Kanal. Das hilft mir mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit der Folge. So ein Album, und das kenne ich selber, ist ja auch viel Kopfschmerz und viel Chaos. Vinyls kommen zu spät oder man dreht 100 Master-Feedback-Schleifen und. Ja. Gab es denn dieses Mal auch so ein Kopfschmerzthema, wo du sagst, boah, da war der Wurm drin dieses Mal? Ich habe mir super viel Vorlaufzeit gegeben diesmal. Deshalb kommt alles pünktlich. Videodrehs sind immer ein riesen Kopfschmerz. Immer noch. Also wenn ich könnte übrigens auch noch Zusatz, wenn man Social Media noch abschaffen könnte, würde ich Videodrehs noch abschaffen. Das wäre für mich ideal. Aber das wird ja leider nicht stattfinden. Nicht bis jetzt, Klopf auf irgendwas Holziges, mein Kopf, mein Holzschädel, gab es keine großen Zwischenfälle bis jetzt. Wir sind gut. Oh, don't gut jinx drin. it. Nee. Don't jinx it, ist ja noch ein bisschen hin. Ja, die Vinyls sind auch noch nicht da. Na, dann warte mal auf die Spedition, Ja. was die macht. Wenn ich da vorbeifahre und die selber einlade. Ist mir Oder egal. die DHL. Du, wir hatten ja auch schon Gespräche in dem Podcast, wo die Spedition auch wirklich Quatsch gemacht hat. Also ich drücke dir die Daumen. Ja, ey du, das gibt's immer. Wir haben auch schon falsche Pullover gedruckt und so ein Ja, Kack. ja. Alles schon passiert. Man Also, kennt's. man weiß. Okay, also bis jetzt läuft's gut. Bis jetzt läuft sehr gut. Gut, dann sehr gut. Vielleicht ein gutes Zeichen für das Album. drücken wir mal weiter die Daumen. Wenn man sich deine Biografie anguckt, ist dein Albumtitel vom Album, was jetzt kommt, den Umständen widersprechend, ja auch so ein bisschen Programm. Also du hast ja wirklich schon von bis alles gemacht. Ex-Wasserball-Profi war mein liebster Funfact, ist jetzt nichts Neues. Nee, ja. Aber als ich das jetzt nochmal recherchiert habe, war ich so, wie kommt man denn auf Wasserball? Wild. Hast du noch irgendwelche Bilder gefunden, so von mir in peinlichen Speedos oder so? So Nee, ne? tief bin ich da nicht Ach, reingegangen. Gott sei Dank. Okay, ja, tut das nicht, gibt keine Bilder übrigens. Aber jetzt direkt bei Google auf jeden Fall eingeben. Auf welcher Google-Seite ist es denn? Erste, zweite, dritte, Ja, vierte? ich weiß nicht, gab ganz weit hinten. Naja, wir finden es. Packe ich dann in die Shownotes den Link. Ja, auch Sprayer, du warst mal Journalist. Und auch diese Wasserballgeschichte hat dich ja auch erst nach Amerika gebracht mit einem Stipendium. Du warst in Pariser Vororten unterwegs, wirklich schon viel gesehen. Natürlich hier Hohenschönhausen in Berlin, die alte Hood. Wie viel von diesen unterschiedlichen Welten steckt denn jetzt noch in dir, so wenn du heute hier sitzt? Ich glaube, super viel. Also Ja. ich glaube, das ist, wenn wir uns jetzt über, keine Ahnung, Pariser Vororte unterhalten wollen, könnte ich das? Oui, Oui, okay, warum peut parler français? Pas de souci. une baguette. Une baguette. S'il vous plaît. Das ist so dieses, ach tu es ton père, okay. Kennst du das noch? Boom, c'est le Ist choc. Schock. Et deux font quatre. Hihi. Was war das? Quatre baguettes pour le prix de deux. Ja, ich kenne die Scheiße noch auswendig. Ja, bien sûr. Bien sûr. Nee, Voilà. ich glaube, es hilft mir in vielen Bereichen. Es hilft mir, glaube ich, erstens kreativ weiter zu sein, weil ich einfach voll in meinem Kopf ganz viele Zugangspunkte habe zu verschiedensten Sachen und Herangehensweisen, weil einfach in den verschiedensten Gegenden, Orten und Kulturkreisen einfach Sachen anders behandelt werden. Und deshalb kann ich auch kreativ immer probieren, neue Wege an ein Problem oder an einen Song zu gehen. Es hilft mir, glaube ich, tatsächlich dabei, auch mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, besser klarzukommen. Weil einfach, wenn man an vielen Orten stattfindet, man auch einfach so ein gewisses Empathiegefühl entwickeln muss, um einfach auch sociable zu bleiben. Also man muss halt mit Leuten klarkommen, man hat keine Wahl, also muss man sich empathisch auf die einlassen können irgendwie. Und ich glaube, das hat mir Vorteile verschafft und steckt halt auch immer noch in jedem Teil meiner kreativen Arbeit. Ja, schon. Das hat mir massiv geholfen. Und was genau hast du dir beim Titel gedacht?
Außer das, was ich mir hier zusammengeschustert habe, Ja, was war dein Gedanke? Nee, du hast es schon ganz gut getroffen. Es ist so ein bisschen eher so dieses gewesen, alle Leute, die ich in meinem Umfeld kenne, die so erfolgreich gewesen sind oder was geschafft haben. Also gar nicht mal Erfolg im kapitalistischen Sinne von wegen, jemand ist reich oder hat einen krassen Job, sondern Erfolg ist ja für mich auch so, hey, du lebst noch. So, oder Erfolg kann auch sein, ey, du hast eine coole Familie, du hast ein gesundes Kind, du hast ein vernünftiges Umfeld, du bist vielleicht aus einer Gegend gekommen, die das eigentlich nicht widerspiegelt. Und alle Erfolgsstories, die ich aus meinem Leben kenne, sind Menschen, die den eigentlichen Umständen zuwider entstanden sind. Also, keine Ahnung, ein guter Kumpel von mir, Jasm, hat Krebs gehabt, die haben gesagt, du lebst nur noch ein Jahr und der hat trotzdem sich da durchgekämpft und lebt heute noch und hat den Krebs quasi besiegt. Das ist ja auch zuwider der Umstände. Und davon habe ich im Freundeskreis nur so eine Beispiele und auch in meinem eigenen Leben. Auch was dieses Independent-Ding angeht. Ich meine, am Anfang haben ja auch Leute gesagt, ja, lass den mal 4-5 Jahre Mucke machen und dann ist der pleite, dann macht er keine Mucke mehr. Und Ebola, 10 Jahre später haben wir es doch geschafft und spielen größere Hallen als je zuvor. Und das Ding ist so ein bisschen, das ist alles zuwider der eigentlichen Umstände gewesen. Und meine Intention war es ein bisschen so, den Leuten zu sagen, so, lasst euch nicht einreden, dass bestimmte Umstände euer Leben definieren. So, probiert euch zumindest denen zu widersetzen. Es gibt Sachen, die kann man nicht brechen, gebe ich vollkommen recht. Ne, dieses Tellerwäscher zum Millionär ist ein absolutes Ammenmärchen. Aber das ist ja auch nur das kapitalistische Bild von Erfolg. Es gibt ja andere Erfolgsgeschichten und da kann man durchaus zuwider der Umstände handeln. Dieses Tellerwäscher-Ding ist ja auch krass überspitzt, ne? Also Ja, die Tendenz ist natürlich da. Ja, aber es ist ja Schwachsinn. Also, aber Millionär ist jetzt... Genau, und das ist dann einer von einer Million und ja, das ist ja auch einfach, ne, wenn man bestimmten Umständen ausgesetzt ist, es geht einfach nicht. Es gibt einfach kapitalistische Hürden, die kannst du nicht überwinden, egal wie oft sie dir das erzählen wollen. Es funktioniert nicht. So. Ein Song, der mit mir neben Ballack doll resoniert hat, war Molotow-Cocktail. Ah, geil. Und ich zitiere mal. Ich halte einen Molotow-Cocktail in der Hand, doch vor lauter blinder Wut habe ich nichts damit angefangen und statt der Welt stehe nun ich selbst in Flammen. Was meinst du damit? Wo kam das her, die Inspo? Na, für mich war es so, ich kenne in meiner Gegend ist Wut ein riesengroßer Faktor. Es ist ein Motivationsfaktor, aber es ist auch ein Handlungsfaktor und es ist auch meistens ein Faktor dafür, der in der Sackgasse endet. Und Wut ist nichts Schlechtes. Es ist gut, Wut zu haben. Es ist gut, wütend auf bestimmte Umstände zu sein. Es ist gut, wütend auf bestimmte Menschen auch zu sein. Das ist vollkommen legitim. Diese Wut muss nur, wenn du die nur für dich behältst und nicht richtig quasi einordnest und fokussierst, dann gehst du mit der Wut in Flammen auf und nicht derjenige oder dasjenige System oder was auch immer du eigentlich in Flammen sehen wolltest. Das heißt, so channel diese Wut richtig, setz sie richtig ein und damit meine ich jetzt nicht irgendwie gewaltverherrlichende Scheiße, du sollst jetzt niemand angreifen oder abstechen oder so, sondern nie. Im Idealfall nie jemand abstechen, genau, sondern diese Wut muss immer in die richtigen Bahnen gelenkt sein und dann kann sie was Produktives oder was Veränderndes mit sich bringen. So. Und wenn du es aber nicht machst, dann zerfrisst dich einfach diese Wut. Sprichst du da aus persönlichen Erfahrungen? 100%, klar, safe. Ich bin auch ein sehr wütender und verzweifelter Jugendlicher gewesen, 100%. Ich habe sicherlich auch Sachen gemacht und Scheiße gebaut, sowohl die mir selber einfach nur geschadet haben, weil ich meine Wut nicht richtig orientieren konnte. Gibt es denn einen Song, der dir besonders viel bedeutet auf dem Album? Ja, ich mag diesen letzte +1-Song sehr, weil der so ein bisschen das ist, wo ich glaube ich auch gerade so menschlich und charakterlich stehe. Das ist so ein bisschen dieses Klischee, was man uns so als Hip-Hopper oder Rapper gegeben hat und mir auch aus einer bestimmten Gegend, was ich eigentlich nie war, was ich super lange zelebriert habe aber auch, weil ich dachte, das ist meine Identität. Und wenn man aber ehrlich ist und jetzt mal ein bisschen älter ist und darüber nachdenkt, dann waren wir das eigentlich nie. Das ist nur das, als was wir abgestempelt wurden und wir haben das einfach angenommen, so zu sein. Und ein paar Sachen davon fallen mir immer noch schwer abzulegen, aber viele probiere ich jetzt abzulegen und das Album ist unter anderem ein Aspekt davon gewesen, sozusagen in die Richtung zu gehen, das abzulegen. Und deshalb ist es auch so diese letzte +1 und nach dem Motto, ich nehme mich selber mit. Feierabend. Auf dem einen Track Türspion hört man ja die Stimme von Bad Moms J als Voice-Over über deine eigenen. Und das fand ich ein richtig schönes, also Easter Egg kann man ja nicht wirklich sagen, weil es ist ja schon in your face, ist ja nicht versteckt. Ja, es ist nicht angegeben als Feature. Wir haben das wirklich, ja. Also deshalb ist so ein kleines Easter Egg, ist es schon. Okay, weil das wusste ich nicht, ob es dann, wenn es raus das machen wir ist, nicht. sozusagen. Nein, das wäre ja unfair, weil das ist ja kein richtiger Part von ihr. Okay, dann vielleicht doch ein kleiner Easter Egg, kleines Easter Egg. Für mich in der Pre-Listening auf jeden Fall, dachte ich so, das kenne ich. Wie kam das zustande? Wieso hast du dich für das Stilmittel, vor allem auch des Voice-Overs, entschieden?
Dass ihr zusammen rappt sozusagen? Ja, weil ich fand, das braucht so eine weibliche Komponente. Ich wollte aber nicht den klassischen, eine Frau singt die Hook und ein Mann rappt den Part und eigentlich geht es aber um zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich fand so, gerade weil sich das durch diesen gesprochenen Dialog, der da ja mit dem Text ist, anbietet, habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Frau. Und da unter anderem das ein emotionales Thema ist, was wir vorhin hatten, so selber über eigene Emotionen und Ängste vielleicht reflektieren und die auch trotzdem nach außen tragen, persönlich. Da Jordi jemand ist, die mir das unter anderem auch mit beigebracht hat oder beziehungsweise mich mehr in die Richtung bestärkt hat, das zu tun, fand ich, war sie die perfekte Partner für diesen Song. Und deshalb haben wir uns dann für dieses sozusagen Voice-Over entschieden. Wie das Ich weiß gar nicht, ob Voice-Over der richtige Begriff ist. Ja, ich glaube schon. Ja, also im Live-Geschäft würde man das so nennen. Ich weiß nicht, wie es auf Tracks heißt. Tatsächlich, ich weiß es nicht. Nennen wir es einfach mal so. Ja. Steckt ja auch viel generelle Gesellschaftskritik in dem Album und am System. Wie wichtig ist dir das Thema? Offensichtlich sehr, weil du verpackst es in deinem Album, aber es ist ja schon sehr präsent auch. Also hättest du ja auch andere Themen herausstellen können. Ne? Also wie wichtig war das, dass das auch so ein bisschen der Leitfaden ist, um wie du aufgewachsen bist, auch als Mann, ne? Was für Situationen du vielleicht schon erlebt hast. Wie wichtig ist das in den Vordergrund zu stellen? Also wie gesagt, ich glaube, diese authentisch sein Sache, das ist halt bei mir so, das liegt mir besonders am Herzen und dementsprechend suche ich natürlich auch Themen aus, wo ich selber persönliche Erfahrung habe. Ich bin immer nicht so ein Fan davon, von so Storys erzählen, die man selber nicht erlebt hat, weil ich irgendwie, man kann darüber reden, aber ich finde so, es ist gar nicht mir fehlt immer so die Berechtigung dazu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel darüber reden würde, okay, wie geht's Roma und Sinti im Randbezirk von Berlin, dann finde ich so ein bisschen, okay, wer gibt mir die Berechtigung, darüber zu reden, wie es denen geht? Also klar kann ich mich so journalistisch intensiv mit was auseinandersetzen und dann einen Text vielleicht darüber schreiben, das ist schon okay, ich will das nicht abstreiten, es ist nur nicht meine Art. Deshalb suche ich mir natürlich persönliche Themen aus, die ich selber authentisch widerspiegeln kann und auch aus eigener Erfahrung berichten kann. Und Systemkritik war bei mir eigentlich immer präsent, weil ich immer fand, dass dieses System unfair zu den Menschen ist, die ich mag und die mich umgeben. Und zu mir wahrscheinlich auch, wenn man ehrlich ist. Also ich bin super privilegiert mittlerweile und mir geht's gut, ist alles okay, aber ich finde dieses System nach wie vor nicht fair, so zur Mehrheit der Bevölkerung. Und dementsprechend finde ich die Kritik mehr als angebracht und auch wichtig immer. Same. Kurz nach deinem Album spielst du ja ein Akustikkonzert, eine Tour, aber auch hier eine Minitour, aber auch hier in Berlin im Columbia-Theater. Ja, genau. Was bedeutet dir das dann in dem speziellen Setting, halt eben auch ein Akustikkonzert zu spielen? Und ist es dein erstes Mal? Ja, tatsächlich, das ist mein erstes Mal, also nicht mein erstes Mal mit Band. Ich habe früher in den USA immer so in Bars und Kneipen ein bisschen gespielt und darüber gerappt, aber das waren dann mehr so Jams, also ich kannte die Band nicht und man hat einfach irgendeinen Quatsch gefreestylt. Und bei dem Ding war es mir so wichtig, wir sind drauf gekommen, weil ein so musikalischer Leitfaden bei dem Album ist, dass in jedem Song ist ein organisches Instrument drin. Also mir war es wichtig, so ein bisschen einen organischen Vibe rüberzubringen, entweder das Piano oder Gitarre oder Strings. Es ist aber sehr organisch, es ist überhaupt nicht verzerrt. Und aus diesem Organischen heraus kam dann die Idee, warum spielen wir das dann nicht mit Band, weil die musikalische Grundlage ist ja da. Plus, ich finde, eine Band hat immer was sehr Persönliches. Ich weiß nicht, also mit Bandspielen machen Songs für mich immer einen Tick persönlicher, weil es erstens live geschieht. Live ist sowieso immer eine sehr persönliche Ebene und weil diese Instrumente irgendwie so eine gewisse Wärme und noch Tiefe, geben, ne? Und Tiefe geben. Und weil da einfach Menschen hinter sitzen, die das gerade machen, das macht es halt einfach persönlicher. Und da das Album somit mein persönlichstes ist und wie gesagt diese organische Grundlage hat, war diese Akustikshow für mich irgendwie so die Idee. Und normalerweise spielen wir immer nur in Berlin, so Heimatstadt-Release-Konzert, aber dadurch, dass die letzten Jahre wir überall gewachsen sind, war es so für mich so, okay, ist auch unfair, das nur da zu machen. Lass mal gucken, welche 2 Städte wir noch so mit einbinden können auf so einer Mini-3-Städte-Tour während des Release-Wochenende und dann ist noch Köln und Frankfurt dazugekommen und ja. Cool. Stehen die Leute dann oder sitzen die? Wir stehen. Wir sitzen nicht. Es gibt keinen Klassenunterschied bei uns. Schön, na, ich komme vorbei, ich lade mich einfach selber Natürlich, selbstverständlich. Und dann freue ich mich, da beizuwohnen. Selbstverständlich. Zum Ende würde ich gerne noch darüber sprechen, du bist ja schon lange hinter den Kulissen auch aktiv und hast die Musikindustrie sich entwickeln sehen über die letzten Jahre. Gibt es da eine Entwicklung, die dich richtig abfuckt oder die du zumindest, beblicken kannst als Gast, wo du sagst, oh je, das geht in eine falsche Richtung oder vielleicht auch in eine richtige? Also was mich abfuckt, ist die Kurzlebigkeit, dass wirklich so diese 15 Sekunden TikTok-Goldfisch-Aufmerksamkeitsspanne auch so wirklich auf das Gesamtmusikalische übertragen wird, dass man wirklich, also mittlerweile, ich rede ja auch häufig mit Leuten, die in der Major-Industrie sehr hoch angesiedelt sind, von
Head A&Rs bis zu CEOs oder sonst was, weil ich natürlich auch durch Songwriting-Tätigkeiten und auch anderes, ich mache ja auch so Kreativ-Directing, so bei manchen Artists dann immer ins Gespräch mit denen komme. Und ich kann mich auch mit denen ganz normal unterhalten. Ich verteufel die auch nicht. Das ist alles cool, das ist deren Job. Aber man merkt zunehmend, dass immer mehr eine Kurzlebigkeit reinkommt, dass wirklich so diese Mentalität, die wir im Kapitalismus entwickelt haben, dass alles schnell weg muss und Neues wieder her muss, dass das auch sich auf die Musik wirkt, dass diese Langlebigkeit gar nicht mehr existiert, dass tatsächlich auch so eine Künstler-ID zu entwickeln und einen Künstler sich entwickeln zu lassen, gar nicht mehr richtig zugelassen wird, dass man sagt, ja, entweder wir breaken den jetzt in 3 Jahren oder es hat halt einfach nicht funktioniert. So, wenn man sich, vor allen Dingen, es gibt genug Gegenbeispiele, wo es ja einfach war, Leute haben einfach teilweise 20, 30 Jahre gebraucht, um der Künstler zu sein oder die Künstlerin, die sie jetzt sind. Und die Zeit wird ihnen gar nicht mehr gegeben. Das finde ich sehr schade, weil dadurch geht uns super viel gute Musik verloren. Die positive Entwicklung ist, dass dieses independent sein und Sachen selber machen und auch die Möglichkeit haben, dank dieser neuen Tools sichtbar zu werden, dass das zunimmt. Das finde ich wiederum gut. Also, dass wirklich jemand einfach mit einer Handykamera, einem guten Text und vielleicht einfach nur einem Piano oder einem Free-Internet-Beat die Möglichkeit hat, auf einmal seinen Traum zu leben. So, das finde ich sehr, sehr gut. Das war früher viel schwerer. Viel schwerer. Wie siehst du diesen Hyperfokus auf Zahlen und Streams? Hasse ich ja sowieso, aber das ist halt so mein antikapitalistisches Denken. Ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist, aber ich habe sowieso ein Riesenproblem damit, wie gesagt, Kunst in Zahlen abzubilden, wie wir vorhin das Thema hatten. Also okay, welche Emotion ist was wert? Also okay, der Liebessong auf 120 BPM zu einem Elektrobeat, was gerade angesagt ist, ist also zahlentechnisch mehr wert als vielleicht der super gut geschriebene Herzschmerzsong auf einer Gitarre. Also ich will dem gar keine Zahlen zuordnen, weil das ist einfach, das ist Musik. Entweder das macht was mit dir oder es macht nichts. Klar gehören Zahlen dazu, aber ich finde so dieser Überfokus, das macht so viel kaputt. Ne? Und ich glaube, es geht auch einfach nicht. Ich glaube, das ist das, wo die Musikindustrie auch immer wieder an ihre Grenzen stößt und auch selber immer wieder verzweifelt, weil sie denken, sie können was in Zahlen abbilden und sagen, guck mal, die TikTok-Videos funktionieren gerade gut, das ist der Trend. Und dann, boom, kommt irgendjemand um die Ecke und bricht diesen Trend komplett und geht durch die Decke und alle sind wieder, scheiße, na, damit haben wir ja nicht gerechnet. Das heißt, die sind auch nicht ich habe das Gefühl, die sind gar nicht lernfähig, aber das ist ja das Problem vom Kapitalismus selbst auch, dass egal wie viele Krisen man erlebt, sie trotzdem immer darauf beharren, dass Zahlen das Nonplusultra sind. Und es sind die falschen Zahlen auch meistens. Das ist mein persönliches Problem. Leute sind trainiert worden, auf die falschen Zahlen zu gucken. Leute gucken und sagen, der Song hat 6 Millionen Streams, das muss ja ein guter Song sein. Oder der hat nur 20.000 Streams, der muss ja schlecht sein. Weil die denken nur noch in Zahlen, je größer, desto besser. Und das ist halt einfach absolut absurd und es spiegelt auch selbst wirtschaftlich, also selbst im Kapitalismus selbst, spiegelt es einfach nicht mehr die Realität wider. Ich kann dir Künstler zeigen, die verdienen an 100.000 Streams mehr Geld als irgendein Künstler an seinen 10 Millionen Streams. Und die Leute verstehen es einfach nicht. Aber da muss ja mental die Extrameile gehen, um das zu verstehen. Ja, oder? Und vielleicht ist das auch nicht notwendig. Es ist auch nicht meine Aufgabe. Ich sage nur, du hast mich gefragt, ich habe nur gesagt, was mich aufregt. Ich finde das sehr interessant, weil die KünstlerInnen haben ja dann auch das Problem, dass eine hohe Vergleichbarkeit da ist aufgrund der Zahlen. Ja. Und dann guckt man, mein Song hat im ersten Wochenende nur 250.000 Streams. Ja, Müllsong. Ja. Müllsong. Ja. Hat sich ja gar nicht gelohnt. Nee, wir machen jetzt kein Musikvideo, obwohl es schon fertig ist. Und das machen ja aber sogar internationale Stars jetzt, dass sie erstmal versuchen und testen. Genau, klar. Und dann erst ein Video drehen und dann erst noch das Video raushauen, wenn sie erst merken, der Song ist es wert, in Anführungsstrichen, dass da jetzt auch noch Geld in ein Video gebrettert wird. Voll, weil es ist ich habe das letzte Mal, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich weiß nicht, ob es Christopher Nolan war oder irgendein, es war ein Filmregisseur. Ich weiß nicht mehr, wer genau. Und der hat gesagt, in Hollywood bezeichnet sich halt das Bild ab, dass es werden nur noch Filme für eine Audience gemacht. Es werden nicht mehr Filme für etwas Übergeordnetes, Künstlerisches gemacht. Es gibt kein übergeordnetes Ziel mehr. Es gibt nur noch quasi etwas für eine gezielte Audience schaffen. Und ich habe das Gefühl, in der Musik ist das auch so. Das ist so, ich habe letztens bei irgendeiner Künstlerin gesehen, die hat lustigerweise in dem TikTok noch sogar gesagt, der zu ihrem Producer, der Song kommt sowieso erst raus, wenn der hier viral geht. Ansonsten machen wir den nächsten. Ich denke, oh mein Gott, was ist das für eine schreckliche Herangehensweise an Musik? Wie grausam ist das? Warum machst du das? Also das ist so. Du machst es also nur, damit der Kack-Song viral geht und du dich dann darauf feiern kannst, dass das 3 Millionen Streams hat. Das könnte der größte Müllsong sein, aber du feierst dich dann darauf? Wahnsinn, bitte hör auf, Musik zu machen. Ist es in deinen Sessions auch so, dass dann immer so, aber wir müssen irgendwie an die Zielgruppe ran und ne? Ey, deshalb sage ich ja, natürlich, ich habe ja vorhin auch gesagt, es wäre gelogen, wenn man nicht einen kommerziellen Zweck zumindest da hat, aber im Blick hat, aber es darf nicht das Übergeordnete sein. Und das ist ja bei Kunst auch falsch. Also das ist ja,
dann würden wir, wenn das so wäre, würden wir alle dieselbe Musik machen. Es würde keine Innovation geben, es würde keine neue Musik geben, weil alle sich nur an dieses funktionierende Schema halten würden. Und das ist doch super traurig. Das hat doch nichts mehr mit Kunst zu tun. Versucht es nicht aber genau der Algorithmus von TikTok? Na klar, und den ja, natürlich. Playlisten? Genau, und deshalb sage ich ja, sich darauf zu versteifen, ist ja absurd. So. Dann werd bitte Banker, bitte. Ja. Oder im Hintergrund in der Musikindustrie tätig. Ja, ich glaube, da sind genug Leute, ja. Was sagst du denn als Fachmann, wenn wir jetzt hier beim Zahlenvergleich sind? Weil es gibt ja viele Künstler und Künstlerinnen, die nicht breaken und vielleicht das auch gar nicht wollen. Ja, also die wollen auch im Untergrund bleiben oder halt in der Mittelschicht mitschwimmen. Die sagen so, ja, aber ich könnte jederzeit einen Modus Mio-Song schreiben. Ich will mich nur nicht, Achtung, verkaufen. Ja. Was sagst du zu so Leuten? Naja, das Problem ist, ich weiß nicht, also guck mal, in dem Moment, wo du quasi deine Musik auf eine kommerzielle Plattform stellst, bist du diesen Schritt, dass du dich nicht verkaufen willst, ja eigentlich schon gegangen. Du verkaufst dich ja. Also du verkaufst deine Emotionen. Das bist ja du im Idealfall. So, das heißt, den Schritt bist du gegangen. Es ist noch ein Riesenschritt zwischen ich verkaufe etwas und ich verkaufe mich komplett. Ich glaube, da ist dieses zwischen Sellout, wie man es im Englischen sagen würde. So, ich glaube, bevor man Sellout-Künstler ist, da muss schon noch ein bisschen mehr passieren. Du musst ja auch davon leben und du willst diese Kunst ja auch weitermachen. Das ist ja deine Leidenschaft. Die braucht ja nun mal, leider leben wir in einer Welt, wo wir auf finanzielle Ressourcen angewiesen sind, um dem nachzugehen. Deshalb ist das auch vollkommen legitim. Ich respektiere, wenn man zum Beispiel sagt, nö, wir spielen jetzt nicht die größere Tour. Dann sind halt diese 6 Städte ausverkauft, aber ich will gar nicht diese Massen haben. Dafür habe ich mad Respect. Weil das ist für mich eine viel bewusstere Entscheidung, quasi auf etwas zu verzichten. Aber ansonsten ist es ein bisschen scheinheilig. Also komplett sich von diesem kommerziellen Charakter abzuschreiben und zu sagen, mich interessiert Geld überhaupt nicht bei meiner Musik, ist halt spätestens, ja okay, Bruder, dann mach doch in deinem Zimmer Musik. Das ist ja cool, das ist ja auch in Ordnung, das ist ja vollkommen legitim. Aber du stellst es auf eine Plattform, wo Leute Geld bezahlen, um das zu hören, dann... Das ist ja auch anmaßend, dass sie sagen, sie könnten... Aber sie das ist ja der Next Step. Nicht. Da bin ich ja sowieso großer Fan von, weil das ist ja Schwachsinn. Also das behauptet ja nicht mal. Also das wäre so, als wenn ich sagen würde, yo, ich könnte nächste Woche wieder ein Komet schreiben, hab nur keinen Bock einfach drauf. Kann ich gar nicht. Völliger Schwachsinn. Also da gehören viel zu viele Faktoren dazu. Leute stellen sich das auch so leicht vor, die da eine Rolle spielen. Und zweitens ist es auch so, unterschätzt nicht, wie sehr ein Künstler oder eine Künstlerin in ihrer Performance und ihrer Aktualität auch dafür wichtig ist, dass ein Song durch die Decke geht oder nicht. Also hätte ich Komet selber rausgebracht, wäre das nicht der Hit geworden, der mit Udo Lindenberg und Apache geworden ist. Also das sind einfach Facts. So, das ist einfach eine Tatsache. So, dafür habe ich vielleicht irgendwann einen anderen Song von mir selber, der durch die Decke geht, den Udo Lindenberg und Apache nicht hätten machen können und er geht so durch die Decke. Das ist so, es ist wirklich auch Performance- und Künstlerabhängig. Und Glück. Auch Glück, es gehört auch ein Quäntchen Glück dazu. Oder saßt ihr da und saßt ihr bei Komet da und so, boah, das wird Nummer 1. Weiß man das dann? Oder ist es dann schon so, ja, müssen wir mal kicken, wie sich das entwickelt? Also man hat schon Faktoren, wo man weiß, jo, okay, es ist Udo Lindenberg und Apache. Das heißt, es Ja, wird gut, schon eine gewisse Zielgruppe erreichen. So, dass das Ding jetzt nicht irgendwie Platz 4000 in den Charts wird, so, das war uns schon bewusst. Aber der Rest ist wirklich reines Momentum und so ein bisschen Magie auch einfach. Man muss halt in der richtigen Zeit auch erwischen. Und wie gesagt, Quäntchen Glück gehört immer dazu, gebe ich dir vollkommen recht. Lassen wir den Zauber mal. Ja, nee, da ist Zauber drin. Da ist 100%ig Zauber drin, klar. Um wieder zum Anfang zurückzukommen. Ja. Wenn bei Rap am Mittwoch Respekt die wichtigste Währung war, was ist es denn heute? In meiner Welt ist es immer noch Respekt und Authentizität. Das ist meine größte Währung. Also du kannst ein Wack-Rapper sein, aber wenn das, was du mir vorwirfst, ehrlich ist und sehr authentisch und ich sehe, die Emotion kommt wirklich von Herzen, dann habe ich trotzdem Respekt vor dir. So. Egal, ob du in der technischen Ausführung wack bist. Aber nein, in meiner Welt ist es immer noch so. Für die Industrie, weiß ich nicht, kann ich nicht sprechen. Das ist Gott sei Dank nicht mein Job. In deinem Nach dem Baum-Skit, beziehungsweise es endet ja mit der Frage, bei dem, was uns hier alles passiert ist, was soll da noch kommen? Was willst du denn in den nächsten Jahren erreichen, was noch kommt? Ich sitze gerade dran, mal sehen, ob es sich umsetzen lässt, ich würde gerne so einen Kurzfilm machen und den Soundtrack dazu schreiben. Weil mir das kreativ nochmal
einen Step in eine Richtung gibt, die sich ein bisschen aus meinem eigenen sozusagen persönlichen Kosmos bewegt. Also Safe Space. ja, genau, sozusagen. Und ja, und ich kann auch Themen behandeln, die ich trotzdem irgendwie muss ich gucken, wie ich das in Einklang bringe mit diesen authentisch sein Sachen vereinbare. Aber ich kann noch mal ein bisschen raussteppen, darauf habe ich irgendwie Bock. Und auch so dieses Zusammenspiel zwischen Film und Ton. So. Das ist so meine nächste Überlegung. Soll es dann teils autobiografisch werden oder komplett Ja, fiktiv? safe. Nee, ich muss schon Sachen einfließen lassen, wo ich weiß, die finden auch so statt. Safe. Danke, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hey, ich habe zu danken. Vielen Dank fürs Zuhören und Fragen stellen und sich überhaupt mit mir beschäftigen. Nicht dafür. Ich meine, war nicht so viel Recherche nötig, sagt Die es. Speedo-Fotos waren direkt da. Dann bleibt mir wie immer nur übrig zu sagen, passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt. Hip-Hop lebt. Peace.